Okay, ich werde jetzt einen meiner virtuellen privaten Server neu installieren. Auf diesem Server werden wir unser System online betreiben. Normalerweise mache ich das lokal, aber die meisten Leute wollen nicht rund um die Uhr einen Computer laufen lassen. In der Vergangenheit habe ich Netbooks und PC-Sticks verwendet. Das ist im Grunde ein kompletter Computer in einem USB-Stick. Aber für diese Installation werden wir ein benutzerdefiniertes Image auf einem virtuellen privaten Server verwenden, der etwa $4 oder $5 pro Monat kostet. Lassen Sie uns also Custom Image auswählen. Ich muss hier eine URL angeben. Dies ist die MX Linux Version mit AHS, das bedeutet mit erweiterter Hardware-Unterstützung. MX Linux ist die beliebteste Linux-Distribution. Das können Sie auf distrowatch.com nachlesen. Lassen Sie uns das kopieren. Es handelt sich um ein Linux-System. Für die Version und die Beschreibung werde ich dasselbe verwenden. Jetzt kann ich Upload wählen. Jetzt heißt es, dass das Image heruntergeladen wird und im Moment nicht verwendet werden kann. Also wird es noch ein paar Minuten dauern. Ich verwende eigentlich lieber Linux, denn Windows hat einige Nachteile, wenn es um den Handel geht. Einer dieser Nachteile ist, dass Windows beschließt, Updates zu installieren und dann das ganze System herunterfährt und neu startet, was mit einem Linux-System nicht passieren wird. Sie können Aktualisierungen installieren, wann immer Sie wollen, und Sie können dies tun, während das System läuft, sodass kein Neustart erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil von Linux ist, dass es möglich ist, ein Backup des gesamten Systems zu erstellen und dieses auf einer völlig anderen Hardware zu installieren. Sie können Ihr Linux-System im Grunde mitnehmen oder Ihren Server mehrmals klonen, was eine gute Sache ist, wenn Sie Ihr Handelssystem zu einer Trading-Server-Farm ausbauen möchten. Okay, jetzt ist die Download-Meldung verschwunden und wir können dieses Image verwenden, um unseren Server zu installieren. Lassen Sie uns auf Installieren klicken. Hier erscheint eine Warnung, dass alles auf dem Server gelöscht wird. Klicken wir also auf Installieren und es wird angezeigt, dass der Neustartvorgang ausgeführt wurde. Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis mein Server wieder erreichbar ist. Hier ist mein Installationsbildschirm. Klicken wir also auf Enter. Jetzt wird das Linux-Image gebootet. Dieses sieht gut aus und wir starten das Installationsprogramm. In meinem Fall werde ich die Tastatureinstellungen auf Deutsch ändern, da ich aus Deutschland komme. Verschieben wir das nach oben und klicken Sie auf Anwenden. Der nächste Schritt ist die Auswahl eines Festplattenlayouts. Ich werde das gesamte Layout überschreiben. Das dauert nur ein paar Sekunden. Dies wird der Crowd Company 5 Server sein. Der Rest ist die Standardeinstellung. Ich möchte den Standort auf Deutschland-Europa ändern. Die Zeitzone ist Berlin. Lassen Sie uns fortfahren. Jetzt müssen wir einen Benutzernamen und ein Passwort für den Benutzer und das Root-Passwort angeben. Und ich möchte die Änderungen am Live-Desktop speichern. Klicken Sie jetzt auf Weiter. In ein paar Sekunden sollten wir sehen, dass die Installation abgeschlossen ist. Jetzt wird Group installiert und das war's. Wenn ich auf Fertigstellen klicke, wird das System automatisch neu gestartet. Das war's mit dem Teil der MX Linux Installation auf einem virtuellen privaten Server. Den Link zu der Lösung, die ich verwende, finden Sie in der Beschreibung. Sehen Sie sich also unbedingt die Beschreibungen unter dem Video an. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und sehe Sie im nächsten Video wieder.